Hallo Leute und willkommen zurück zum nächsten Video hier wieder auf dem Kanal. Und dieses Mal natürlich wieder Nachtmodus am Start. Nein, Spaß. Ich mache ein kleines Spielchen und zwar heute dreht sich das Video seit langem mal wieder um den Tagmodus. Um das alte Dorf, was inzwischen ja viel näher am Bein hängt. Aber diesmal kümmern wir uns extrem viel mal darum. Allgemein probiere ich, oder der gesamte Kanal ist um Basebau allgemein aufgebaut und deswegen habe ich mir mal unterschiedliche Bases besorgt. Rathaus 9, Rathaus 10 und Rathaus 11. Jeweils einige Base-Beispiele, sodass ihr vielleicht einige neuen Bases findet. Vielleicht die Leute, die Bases selber bauen, vielleicht noch Ideen finden. Und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt mal rein. Und ja, einmal kurz hier umgeschaltet. Da sind wir schon bei der ersten Base. Ich denke, in dieser Übersicht aktuell ist es am besten, wenn wir keine Facecam haben. Die würde nur irritieren. Das ist die erste Rathaus 9 Base, die ich euch vorstellen möchte. Man merkt oder sieht natürlich recht fix, bei der Queen oben sind alle Luftabwehren. Das hat den Sinn, dass man unten bei der anderen oder im anderen Bereich, das heißt bei dem Magierturm Richtung 6 Uhr mit den ganzen Tesla-Farmen und so, die Hunde können das alles nicht tanken und damit ist diese Base recht tricky anzugreifen mit Laloon, weil ja, das alles ordentlich Schaden macht und es sehr schwer ist für die Loons da durchzukommen. Man sieht auch wieder die typischen Minenwerfer, die recht weit außen sind, einfach um die Golems komplett durch die Base durchzuziehen und an Stellen, wo ein Angreifer sie niemals haben möchte. Von daher, ja, eine komplette Anti-Freestyle-Base. Oben das Rathaus, außen seht ihr, einfach wieder als ein bisschen Puffergebäude gedacht. Das heißt, da möchte man nicht, dass es leicht ist, ein Funnel herzustellen. Deswegen das Rathaus mit den weiteren Lagern dazu. Und ja, man sieht, denke ich, recht gut unten das recht konzentrierter Schaden ist. Das heißt, man hat dort unten 3 Bogenschützentürme, 2 Magiertürme, der eine X-Bogen, der noch in Kombination leicht mit dem anderen X-Bogen zusammen dorthin gestellt wurde und alle 4 Teslen. Dazwischen noch die Springtraps, also auch gegen Hawks sollte das recht gut verteidigen. Und ja, wenn euch die Base gefällt, könnt ihr auch gerne kopieren. Deswegen stelle ich sie hier vor. Ich werde das alles wahrscheinlich 1- bis 2-mal jede Woche machen, je nachdem wie das ankommt bei euch. Ihr könnt dort gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe schon von vielen Leuten das Feedback bekommen, als ich es angekündigt habe, dass ich das machen möchte, dass ihr gerne Rathaus 8 haben möchtet. Da bin ich aktuell noch dran. Es sind, muss ich jetzt auch ganz klar sagen, nicht alle Bases sind von mir. Zum Beispiel die Rathaus 9 Bases sind vom Michi und vom Juvi aus DLX. Großes Shoutout dafür, falls ihr euch in die War-Community reinschlagen wollt. DLX ist auf jeden Fall ein Ort dafür. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne auf der Homepage dort vorbei. Unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung des Videos ist alles verlinkt. Das heißt, ihr findet euch dort wunderbar zurecht. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, gerne bewerben bei dem Clan, bei DLX. Suchen aktuell immer wieder gute Member und freuen sich darüber, euch aufnehmen zu dürfen. Rathaus 9 Base ist wie gesagt von den DLX-Leuten Michi und Juvi. Das war die erste Rathaus 9 Base. Gucken wir uns mal die zweite an. Die zweite Rathaus 9 Base. Eine komplett andere Aufstellung. Diesmal ist die Queen etwas mehr zentraler. Die X-Bögen wieder in ihren typischen Compartments. Wofür ist das gut? Das ist einfach dafür gut, dass die Bowler beispielsweise oder auch andere Truppen dann später von ihrem Weg durch die Welt komplett unberechenbar werden. Zum Beispiel könnte bei dem X-Bogen das Loon-Pathing dorthin, dass die Ballons zum X-Bogen hinkommen, sehr, sehr schwer werden, weil die häufig einfach außen rumfliegen. Das heißt, vom Bogenschützenturm dann zu den äußeren beiden Verteidigungen, die davor stehen, das heißt Bogenschützenturm und Magierturm. Und so ja, bleibt eine sehr wichtige Verteidigung auf Rathaus 9 stehen. Nervt die ganze Zeit und ähnlich auch ist es so mit den Hawks. Und deswegen wird das aktuell sehr häufig benutzt. Und ja, ansonsten, was kann man noch erwähnen? Testen sind auf 4 Uhr beziehungsweise hinter den Lagern versteckt, sodass dort noch ein weiterer Schadenboost entsteht und dass man die gegnerische Queen auf keinen Fall von außen erreichen kann. Die steht ja ansonsten recht unbeschützt, auch wenn sie zentral steht. Und ja, ansonsten, was noch erwähnenswert ist, alle Luftabwehren wieder auf einer Seite der Base, diesmal mit einem Doppelpack. Man kann sie aber trotzdem recht schwer zusammen snipen, da immer auch die Kanone mit dazu hingestellt wurde mit der Sprungfalle. Das heißt, auch Hawks haben dort nicht wirklich eine einfache Zeit. Und ja, wenn euch die Base gefällt, nutzt sie gerne. Falls ihr hierdurch noch Ideen bekommt für eigene neue Bases,
Auch hier seid ihr willkommen, diese Ideen zu übernehmen oder eure eigene Base dadurch zu designen. Und wir kommen jetzt zur letzten Rathaus 9 Base. Dieses Mal im normalen Modus gescreenshottet. Und diese Base, man sieht schon auf ungefähr 5 Uhr bei dem Lager, bei dem Elixierlager, die Tesla Farm. Unglaublich eklig für den ersten Angriff, weil diese Tesla Farm dort nicht wirklich erwartet wird vom Angreifer. Vielleicht eher oben bei dem dunklen Lager, dort wird sie erwartet als Angreifer, würde ich mal schätzen. Oder wenn ich selbst das Dorf angreifen würde, würde ich sie dort erwarten. Und ja, sehr, sehr eklig für den ersten Angriff. Das heißt, wenn ihr auch in einem auf einem gewissen Niveau spielt, wo der erste Angriff wichtig ist diese Base sehr zu empfehlen. Man hat gleich 2 Riesenbomben mit Sprungfallen dazwischen bei den Teslen. Ansonsten X-Bögen wieder in den gewöhnlichen Compartments. Diesmal auch eine Luftabwehr. Richtung 12 Uhr ist das. Und auch dort ist es wieder recht eklig mit dem Loonsweg, mit den Ballons, mit den Flugwegen von denen. Weil wenn die Ballons dann oben auf die Luftabwehr treffen, fliegen sie eher Richtung Kanone, die neben dem Magierturm steht, vor der Clanburg, anstatt zur zweiten Luftabwehr. Auch die Base, wie gesagt, wenn euch die gefällt, könnt ihr sie gerne kopieren. Dafür stelle ich euch hier die Bases vor. Und ich würde sagen, wir springen direkt zur ersten Rathaus 10 Base. Nochmal hier angemerkt, diese Bases, die Rathaus 9 Bases, stammen von DLX, Dark Dutas X, von Juvi und Michi. Vielen Dank, dass sie die bereitgestellt haben. Und ja, Rathaus 10 Action, let's go! So, nicht der beste Screenshot, das tut mir leid. Ist etwas ärgerlich, aber ich denke, es ist trotzdem erkennbar, was hier los ist. Und zwar ist das eine ganz normale Rathaus 10 Base. Die Inferno Compartments sind recht aktuell mit den Goldlagern davor. 2 Compartments gemacht, sodass man mit einem Sprungzauber nicht allzu viel öffnen kann, beziehungsweise man diese recht gerne genommene Bowler- und Hexenangriff ist hier nicht so effektiv, weil die Inferno-Türme mit den 2 Sprungzaubern nur sehr, sehr schwer zu verbinden sind. Und ja, Luftabwehren wieder auf einer Seite mit den schwarzen Minen zusammen. Das heißt, Luft ist bei der Base alles andere als angenehm, weil auf der anderen Seite einfach alle 4 Teslen mit den Magiertürmen zusammen sind. Sprungfall aktuell noch außen, das solltet ihr vielleicht noch umtauschen, wenn man die etwas weiter im niedrigen Bereich auf Rathaus 10 machen möchte und ihr vielleicht ab und zu mit Schweinreiter angegriffen werdet, wo die jetzt mit dem Heiz aber noch etwas häufiger wieder benutzt werden. Aber ansonsten ist die Base mit dem hohen Schaden im Kern der Base, mit den X-Bögen, sehr, sehr effektiv. Dazu kommen noch die Magiertürme, das heißt, ja, Heal-Zauber wird man dort auf jeden Fall brauchen und ansonsten ein Killsquad mit Bowlern oder ähnlichem ist auch alles andere als schön in die Riesenbomben hinter den Infernos rein. Und was lässt sich sonst noch großartig zu der Base sagen? Rote Minen sind bei den Magiertürmen, so wie es sich gehört. Außen die Mauerbrecherfallen, die kann man inzwischen einzeln setzen. Wie gesagt, das sind unter anderem Screenshots, die vor dem Update passiert sind. Man sieht hier unten links das Schiff noch nicht ausgebaut. Und ja, das heißt, wie gesagt, überall wo Sprungfallen außen sind, könnt ihr lieber noch eine kleine Bombe hinsetzen, sodass ihr die gut verteilt habt und die Sprungfallen dann eher in die Base. Ich hoffe, die Base hat euch gefallen und sie wird bei euch auch nicht verteidigen. Und wir springen direkt zur nächsten Rathaus 10 Base. So, und da sind wir schon bei der nächsten Rathaus 10 Base. Auch diese schaut wieder komplett anders aus. Diesmal ein recht großer Kern der Base, der recht offen ist. Und der Angreifer sehr gut häufig nutzen kann durch ein relativ großes Killsquad. Das heißt, Golems, einige Bowler können wir dazu mitmachen. Deswegen sind recht viele Riesenbomben in diesem Bereich, dass einfach die Bowler durch den Splash Damage dort einfach nur wegsterben. In Kombination mit den beiden Infernos, die recht zentral stehen. Das heißt, man wird nicht sehr weit kommen mit den Bowlern, die angeschlagen sind. Man kann auch nicht wirklich beide Infernos freezen oder den Frostzauber treffen, oder mit 2 unterschiedlichen Frostzaubern meine ich, dass man irgendwie die Bowler durchheilen kann, weil das einfach zu viele Zauberplätze benötigen würde und deswegen die Base hier recht effektiv dagegen. In diesem Fall sind hier die Luftabwehren nicht alle auf einer Seite, die sind immer schön in den Ecken. Genau so platziert, dass man über Bowler Bounces natürlich keine Luftabwehr bekommt. Das ist wichtig hier bei der Base. Die Armeelager könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter wegrücken, aber ansonsten hier sehr, sehr schwer die Luftabwehren zu bekommen. Zumindest recht billig. Denn jeweils noch Verteidigung, dass auf jeden Fall auch Schweinreiter keine Chance haben.
Queen ziemlich zentral, sodass man relativ tief in die Base rein muss. Und ja, Rathaus wieder außen, das heißt kein Anti-Two-Star-Base. Anti-Two-Star-Bases müsst ihr unter dem Video schreiben, ob ihr nächste Woche da einige haben wollt. Aber auch dort, wir haben aktuell selbst als Dark Looters nutzen wir keine. Das heißt, ich müsste mir dort irgendwo anders welche suchen, die ich persönlich für gut empfinde. Und euch die dann weiterleiten, weil, wie gesagt, wir selbst haben keine Anti-Two-Star-Bases. Deswegen tut es mir dann dort leid, dass ich das nicht vorstellen kann. Aber falls ihr es euch wünscht, würde ich mir dann jeweils welche raussuchen, die ich euch dann hier separat nochmal vorstellen kann. Ansonsten, das hier die zweite Rathaus 10 Anti-3-Star-Base, tut mir leid. Und wir springen direkt zur nächsten Base. Diese Base hier ist dann wieder auch komplett anders, relativ lang gezogen. Man hat sogar noch einige Gebäude, die man außen verteilen könnte um die Base herum. Und ja, diese Base ist wieder damit aufgebaut, dass man alle Luftabwehren auf einer Seite hat. Zusätzlich hat man noch die X-Bögen dort. Das heißt, ein Queen Walk oder ähnliches ist sehr, sehr schwer auszuführen. Man würde zwar recht viel bekommen, aber auf der anderen Seite sind dann unglaublich viele Bogenschützentürme und Magiertürme. Das heißt, Drachen oder ähnliches mit den 4 Tests noch zusammen sind sehr, sehr schwer auszuführen. Luftangriffe sowieso, man hat auf der einen Seite den unglaublich hohen Schaden mit den X-Bögen und den Luftabwehren zusammen auf die Hunde, währenddessen man auf der anderen Seite Gebäude hat, die man auf jeden Fall eigentlich gerne tanken würde, zum Beispiel die Bogenschützentürme oder auch die Magiertürme. Die machen alles andere als Spaß, wenn die auf so einen Ballon erstmal gehen, die machen da richtig ordentlich Schaden. Schwarze Minen wieder bei den Luftabwehren, sodass die Hunde instant explodieren und absolut nichts mehr tanken können. Riesenbomben bei dieser Base, zum Teil innen, zum Teil außen, einfach um Bowler-Hexenangriffe relativ schwach aussehen zu lassen. Rathaus auch wieder außen, komplett eine 3-Star-Base. Die letzten paar Gebäude könnt ihr euch dann dorthin setzen, wo in dieser Base die Gebäude außen sind. Zum Beispiel auf 3 Uhr sind dort Trash Sachen gespawnt, die Weihnachtsdekoration, und dort gehören die Gebäude zum Beispiel eigentlich hin. Genau das gleiche auch auf 9 Uhr, wo der eine Weihnachtsbaum steht. Das heißt, ja, da ungefähr könnt ihr jeden hinsetzen. Und ja, ansonsten die Base hier recht lang gezogen. Und ich hoffe, dass sie euch auf jeden Fall einige Verteidigung beschert. Und damit komme ich dann zur nächsten Base. Die nächste Base, Rathaus 11. Was ich noch erwähnen muss, die Rathaus 10 Base ist Shoutout dort an den N-Player 1 und den DDBB. Von den beiden habe ich jeweils die Bases bekommen. Wenn sie nicht halten, könnt ihr die könnt ihr euch dort beschweren. Nein, Spaß. Großen Dank dafür, dass ihr die Bases mir gegeben habt, dass ich die hier vorstellen kann. Ich hoffe, euch bringen die dann auch in der Verteidigung etwas und ich habe euch hier keine zweite Ware verkauft. Diese Rathaus 11 Base hier ist jetzt von mir selbst gebaut, ist ja recht effektiv, auch in der CWL mehrmals zum Einsatz gekommen. Mit Boden geht bei dieser Base absolut gar nichts. Bisher wurde sie mit Boden, glaube noch nicht einmal in irgendwelchen ernstzunehmenden Clankriegen auf 2 Sterne gebracht. Von einem Rathaus 10er wohlgemerkt, diese Rathaus 11 Base ist, um gegen Rathaus 10 Angriffe zu verteidigen. Ich denke auch gegen Rathaus 11er sollte das ganz gut funktionieren, aber die 3 Sterne sind dann doch recht wahrscheinlich, vor allem wenn der Angriff mit Luft kommt. Vielleicht kann man, wenn man möchte, die X-Bögen auf Luft stellen, allerdings ist dann der Bodenangriff von der oberen Seite relativ stark, weil die X-Bögen nicht mehr nach außen reichen. Das heißt, der Schaden auf den Golems kommt zu spät. Die Golems haben noch zu viel Leben und können dadurch zu viel tanken und sind so einfach viel zu stark auf der Seite. Deswegen hier zumindest 2 der 4 X-Bögen sollte man auf Boden lassen, um damit den Eingang auf 10 Uhr möglichst schwer zu machen. Was noch wichtig ist, die Skelettfallen sind alle auf Boden eingestellt. Das heißt, die ziehen die Truppen immer wieder schön vom Rathaus weg. In der Mitte selbst sind Nummer 2 Luftabwehren. Das heißt, falls ihr mit Drachen kommen möchte, wird das auch eine sehr, sehr schöne Überraschung werden. Dort auch zusätzlich noch eine schwarze Mine, auch noch außen einige schwarze Minen, dass man dort Babydrachen oder ähnliches direkt am Anfang annullieren kann. Dann natürlich die kleinen Bomben gegen die Warbreaker gesetzt. Und ja, Sprungfallen nach Möglichkeit gegen die Bowler. Zum Beispiel sieht man in den Inferno-Compartments jeweils eine Sprungfalle in den Ecken. Da denken sich natürlich viele erstmal, was zum Teufel soll da dort machen? Bowler springen genau auf diesen einen Fleck. Das ist mehrere tausend Male in den Training Challenges getestet worden. Bowler springen immer, wenn man dort einen Jump-Zauber drüber setzt, über diese Ecke, immer genau auf diesen Fleck. Und damit fliegen mindestens immer 2 bis 3 Bowler weg, was ganz angenehm ist. So. Wie gesagt, wenn euch diese Base gefällt, könnt ihr auch die gerne kombinieren.
mit euren eigenen Ideen oder einfach komplett übernehmen. Und damit springen wir zur letzten Base, die ich euch vorstellen möchte. So, die letzte Base ist dann eine Anti-3-Star-Base. Da wurde ich häufig gefragt bei meinen Base-Building-Videos auch schon, ob ich nicht auch mal Rathaus 11 Anti-3-Star-Bases machen kann. Ja, kann ich. Es ist nicht meine eigene Base, das muss ich auch direkt am Anfang sagen. Die Rathaus 11 Base davor war meine eigene. Diese Base ist jetzt nicht meine eigene. Es ist eine Base, die wir schon häufiger genutzt haben in DL, einfach, weil sie recht gut hält gegen 3 Sterne. Ist bisher recht gut im Verteidigen gewesen. Und ja, was soll man sonst noch großartig dazu sagen? Die Tests sind recht zentral, sind recht gut dagegen gesetzt, dass die Loons zu den Infernos hinkommen. Und dann natürlich noch Feuerpower-Unterstützung zwischen die beiden Luftabwehren vor dem Adler. Die Magiertürme wieder auf der anderen Seite, sodass die ordentlich Schaden auf die Loons bekommen. Rathaus hier etwas drin, auch nicht wirklich an die 3-Star gesetzt. Einfach, damit man hier ein bisschen Puffer hat. Ist recht schwer, es zur Queen zu kommen. Und der gegnerische König auch noch ordentlich dort mit Party machen kann. Und ja, das war es dann auch schon soweit zu der kleinen Base-Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Feedback dazu in den Kommentaren. Falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, falls ihr das gerne in einem wöchentlichen Rhythmus, in einem 2-wöchigen Rhythmus oder sowas sehen möchtet, ob ihr noch irgendwas anderes sehen möchtet, vielleicht, keine Ahnung, wie zum Beispiel die Anti-2-Star-Bases auf Rathaus 10. Ich denke, auf Rathaus 9 wird das nicht wirklich notwendig sein. Und ja, irgendwelches Feedback, was ihr habt, gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich noch sagen, denkt dran, diese Woche mache ich mehr oder weniger einen Stream-Marathon. Ich versuche jeden Tag, meine ich, abends 19 bis 21 Uhr circa zu streamen. Wir machen alles Mögliche, von Clan-Events, von Dorfbesuchen, über Gem-Giveaways, alles Mögliche wird vorkommen. Schaut gerne vorbei, wir versuchen wieder jede Menge Rekorde aufzustellen. Wir hatten letztens erst beim Stream am Wochenende, ich glaube 15.000 Abonnenten während des Streams dazu bekommen. Das heißt, richtig geile Aktion von den ganzen Zuschauern, die da mit dabei waren. War richtig gute Stimmung im Chat. Wir haben sogar schon mal einen kleinen Test-Giveaway für die Gems gemacht. Das heißt für euch, es sind noch 98.000 Gems übrig für euch zum Gewinnen. Das heißt, schaut gern vorbei. Gem-Giveaways werden auf jeden Fall mit dabei sein. Und ansonsten werden wir, wie gesagt, einfach alles Mögliche kombinieren, worauf ihr Bock habt. Ich habe absolut Lust, mich überall anzupassen. Und wir können sehr gerne das machen, worauf ihr, wie gesagt, Bock habt. Ansonsten haut rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschö, tschö.